24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Grill Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 10. Episode des YPC Bank 2022 und damit zur 2. Tageshälfte des ersten Angeltages in Gruppe C. Nach circa 4 Stunden Angelzeit teilt sich die Tabelle in 2 Gruppen. 3 Angler waren bereits sehr erfolgreich, für 3 andere gab es noch keinen Wertungsfisch. Tabellenführer Toon van Ham aus Belgien ist mit 3 Barschen und einem Zander der Full-Card ebenso nah wie Mark Patschowski von Ilex mit 2 Barschen und 2 Hechten. Jonas Töllner, Teamangler von Quantum, erwischte mit 2 großen Hechten einen absoluten Traumstart und fischt nun auf die 2. Fischart. Daniel Andriani für Hecht und Barsch.de, Christian Wienecke für Savage Gear und Florian von Stroft hatten zwar alle schon Fische am Haken, doch leider stiegen sie aus, waren zu klein oder gehörten nicht der richtigen Spezies an. Die Taktiken unterschieden sich hierbei übrigens gewaltig. Während Christian und Flo bereits mehrfach das Gewässer wechselten, bleibt Daniel dem am Morgen gewählten Kanal bisher treu. Mal sehen, wessen Taktik am Tagesende am besten aufgegangen sein wird und ob Mark noch dafür büßen muss, Flo unter falschen Angaben vom Polderangeln abgehalten zu haben. Ja, so, neuer Spot, neues Glück. Nachdem wir Mark gerade am Polder getroffen haben, werden wir jetzt mal unser Glück auf Zander probieren. Haben uns hier so eine kleine Ecke gesucht, die ist ein bisschen geschützt von der Strömung und hoffen, dass die Fische hier sind. Mal schauen. Flo probiert es nun also am Fluss und bei Mark, der an dem begehrten Polder ja tatsächlich nur ein paar Würfe gemacht hatte und nun ebenfalls an einem Fluss angekommen ist, scheint sich das Karma bereits gemeldet zu haben. Ich habe mich eben voll bepackt mit meinen Ruten und Taschen und Kescher. Schön auf die Schnauze gelegt auf der Steinpackung. Es ist zwar nur mal gut ausgegangen, in dem Sinne, dass ich mich irgendwie nicht verletzt habe, aber eine Rute hat es auf jeden Fall zerlegt und ich weiß nicht, ob die eine oder andere vielleicht noch beim Anhieb, wenn ich nochmal anschlagen sollte, vielleicht durchknallt. Das wäre jetzt natürlich unschön, also recht blöd, dass es meine Jigge zerlegt hat, aber so ist es eben. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu improvisieren, ich werde das jetzt gleich mal abknipsen vor dem Ring quasi, einmal neu binden. Mal schauen, ob das so geht. Wenn nicht, ich habe da noch eine andere Route dabei. Ich sag mal, daran soll es jetzt nicht scheitern, aber die sind entweder sehr weich oder haben Monophile bzw. Fluorocarbon montiert und damit schicke ich eigentlich nicht so gerne. Ja, und Juli, mein Kameramann, weist mich gerade darauf hin. Wahrscheinlich war das schlechte Karma, wo ich Flo eben ein bisschen verarscht habe am Polder, dass ich da schon lang gelaufen bin, aber stimmt's gar nicht. Das war gleich die Rache. Naja. Oh, ne, das ist die Lage am Arsch. Das kannst du auf jeden Fall knicken mit der Rute. Gut, dann müssen wir ein bisschen improvisieren. Sehr weich. Okay, we start again with this color. No, actually, no, we don't. We start with this color. It brought most big fish in training. And the water is good, clear. So let's put this one in the right box. So now I'm happy. We have zander and perch already. And tomorrow we can just focus for one pike. If we don't catch it today on a crank, because that's also possible. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich frustriert
Ja, den einen Fisch habe ich natürlich verloren. Die kann ich schwer vergessen momentan. Und generell, aber ja, generell beißen die auch nicht gut. Ich hätte auch andere Spots, also ich könnte zum Polder auf Hecht oder am Fluss auf Zander. Die Ergebnisse, die bis jetzt reinkommen, deuten nicht wirklich darauf hin, dass die Zander so gut laufen. Ich weiß natürlich nicht, ob überhaupt jemanden auf Zander versucht zurzeit, aber wird sehr, sehr wenig Zander gefangen. Von daher, eigentlich, wenn ich was anderes machen würde, dann würde ich auf den Polder fahren, auf Hecht. Aber ja, ehrlich gesagt, ich habe schon eher das Gefühl, dass wenn ich das ein bisschen aushalte, ja, dann könnte ich vorstellen, irgendwann kommt dann die Beißphase und ich würde es gerne mitnehmen. Also es gibt echt gute Chancen, hier was Topwater zu fangen. So Leute, ganz kurze Fahrt, Pulli ausgezogen und neue Hosen angezogen, my Lucky Jogging Pants. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen und jetzt zupple ich einen Fisch hier raus. Ja, der Vormittag ist für mich nicht ganz so gut gelaufen. Ist ein bisschen rätselhaft für mich, muss ich ehrlich sagen. Die Spots haben im Training alle geliefert und vor allen Dingen auch mehrere Fische. Und ja, da ist man natürlich dann nicht gerade glücklich, aber never give up. Es ist noch Zeit und beim Angeln kann halt jederzeit immer alles passieren. Deswegen macht Angeln auch so viel Spaß. Eben ist man noch am Boden und im nächsten Moment ist man wieder ganz oben. Schauen wir mal, ob mir jetzt in dieser Episode der Turnaround gelingt. Das ist jetzt 21 Gramm, das eben waren 14. Ich will jetzt einfach mal ein bisschen schwerer, ein bisschen schneller noch mal fischen. Auch ein anderes Dekor. Also ist ja nicht unbekannt, so ein Dekor. Pike! Fuck! Off! Ah, now it's gone. Ah, shit! It was not a big pike. It was, I think, 65 something. But at least it was one. I knew it was really badly hooked. Too bad, but we just keep on hammering. Now we've seen all fish, so that's good. The action is still here, and I think we should keep on grinding with the crank. Jo, Fisch, Fisch! Guter Fisch. Guter Fisch. Hecht. Ui, der hat Kraft. Flusshecht. Nee, der will noch mal. Alter Schwede.
Ist noch nicht müde. Oh, Scheiße. Okay. Neuer Plan. So mit dem Netz versuchen. Ja, it's not fitting the net really good. Jawohl! Oh. Oh, es hat geklappt. Endlich. Oh. So. Oh, der Fluch ist gebrochen. Oh. So. Haken ist auch schon raus. So. Zählt als 81 dann, ne? Perfekt. 81. Ah, schönes Tier beim Zanderangeln. Mega. Und da geht er. Oh, herrlich. Ja Leute, und das ist das Coole hier am Stroft Nickel-Titan. Ihr habt es gesehen, der Hecht hat ordentlich Gas gegeben, aber nicht ein einziger Knick in diesem butterweichen Vorfach. Also von daher Nickel-Titan, Polywire von Stroft, echt ein super Vorfachmaterial. Gerade wenn wir hier an so einem einen Spot, der wirklich nach Zander ruft, ja, auch Hechte stehen und man die auch kriegen möchte. Gut, wo einer ist hoffentlich noch mehr. Weiter geht's. Super Hecht für Flo und auch bei Ton sind die Fische weiterhin aktiv. Fish, perch, big perch. Well, not big, but it is a perch. Ah, there we go. So, perch. Now we just need the pike. Now there's water here, that's good. All right, I think it's 35. Well, that was a good guess. It's 36 actually, but 37, right? Yeah, it is. So, a perch, 37 centimeters. That's the last fish we had to fill in, except for the pike, which we just lost. So let's release this one. We will try to upgrade it later today. And we let it swim back. There we go. All right, 37. Good. That was an epic fail, but good. Die ersten 81 Punkte für Flo werden notiert. Ton kann mit dem 4. Barsch seine Tabellenführung ausbauen und braucht nur noch einen Hecht für die Fullcard. Mal sehen, ob er einen Hechtspot anfährt oder hier am Fluss bleibt, wo es ja erwiesenermaßen auch Hechte gibt. Just when we were catching the perch, I saw Flo caught a nice pike. So I thought it was 82, I'm not sure, but good pike. Your first fish and well done, keep grinding. Ja, wir geben das Barschangeln für heute auf. Wir werden jetzt ein bisschen Buhn fischen, auch wenn Zander scheinbar ziemlich schlecht läuft. Aber wir haben ein paar Buhn, ein Zander kann da möglich sein auf jeden Fall. Und da fahren wir jetzt hin und da werden wir auch den Tag verbringen, weil da haben wir mehrere Buhn, die wir fischen wollen. Und hoffen, einen Fisch heute noch zu kriegen. Möchte einer einen Eiskaffee aus dem Tetrapack? Das ist ja richtig schön. Der ist überhaupt nicht mehr kalt. Jonas gibt das Barschfischen auf und wechselt zu einem Zanderspot, während Daniel, statt den Spot zu wechseln, weiterhin nur die Köder munter durchtauscht. So, ich habe jetzt gewechselt auf ein Twitch-Bait. Ein bisschen was anderes hier zu probieren. Vielleicht wollen die einen Twitch lieber. Aber wie gesagt, Fischer, ich bin mir absolut sicher, Fische sind da.
Jetzt nur ja, die Frage, wie man die letztendlich zu beißen. We will change to a twitch bait because I know it's great for big pike and perch. So we just need one pike and maybe an upgrade perch. So that's the perfect bait to go to. Let's switch. Okay, so we are going for a pike now. So I was a little bit too quick. I'm going to do a leader change because I was fishing with 75, but I think I will go to 95 now, just to be a little bit more sure that we don't lose a pike on the leader. Okay, so let's grind this place really quickly, just a few casts, and then we go to another spot. So let's see if we catch one. Fish. Big perch. Really big perch. Richtig großer Barsch. Alter Schwede. Nein. Jawohl. Ja. Oh. Jawohl. Oh, die Matte ist noch nass vom letzten Fisch. Das ist ein wunderschöner Barsch. Was hat er? 45, nee, nicht ganz. 44 genau. Was ein schöner Barsch. 44 cm auf dem Chatterbait. Wahnsinn. Ja Leute, was soll ich sagen? Eigentlich angel ich auf Zander. Jetzt habe ich einen ersten Hecht gefangen und jetzt noch einen richtig schönen Barsch. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich als nächstes Welsangeln gehen, dann fange ich vielleicht einen Zander. Nächster super Wertungsfisch für Flo. Ton, der den fehlenden Hecht zunächst also per Twitchbait am Fluss fangen möchte, hat genug Zeit, das Geschehen in der Gruppe genau mitzuverfolgen und zu kommentieren. So Flo just got a perch of 44, which is quite good because he has a pike of 80 plus and a perch of 44. So good job. He had a rough start, I think, but now he's killing it. Daniel has no fish, I think. So really hard fishing for him. And then Christian Wieneke from Savage Gear. He also has a really tough time. I hope they are able to catch one still. Tja, auch dieser Spot hat mich jetzt im Stich gelassen. Also ich muss sagen, es fühlt sich an wie ein Albtraum. Im Training auf jeden dieser Spots gut gefangen. Heute geht nichts. Aber andere in der Gruppe fangen, also machen die was besser. Da muss man einfach sagen, okay, jetzt muss was anderes her. Also, weiter geht's. Jetzt. Keine Pike. Ganz kleine Pike. Come on. Jetzt. Leute, ein ganz kleiner Pike, aber ein ganz großer in dem Moment. Auch wenn man keinen Fisch gehabt hat, stundenlang. Wow, das ist eine riesen Erleichterung. Eine riesen Erleichterung. So, Schiri, wo willst du ihn hinhaben? Da ist gut. Welcher Boot ist nass? Muss man ein bisschen gerade Stelle suchen. So, 57, ein kleiner Pike. Aber immerhin der erste Punkt auf das Scoreboard. Gott sei Dank. Ja, Mann. Danke für die Geduld. So, da gibt es noch Zeit. Es gibt noch Zeit, Leute. Ich habe ein bisschen mehr Pep in my step.
als man so schön sagt, weil ein Fisch ist auf jeden Fall viel, viel besser als kein Fisch. Irgendwie eine ganz große Erleichterung und ja, jetzt musste einfach der zweite kommen. Ich glaube, das passiert bald. Nach Flo's 2 großen Fischen am Fluss kann sich mit Daniel nun auch das zweite Sorgenkind der ersten Folge Gruppe C entschneidern. Bleibt noch Christian, dem die Ideen und vor allem die Spots bisher nicht ausgehen. Was macht er als nächstes? So, es muss jetzt ein ganz, ganz wichtiger Spotwechsel her, weg von diesen kleinen Gewässern, ab an den großen Gewässer. Alle anderen haben Fisch gefangen, ich leider nicht. Da muss ich einfach sagen, meine Spotwahl war bisher einfach die falsche, ganz klar. Deswegen musste ein absoluter Kontrast jetzt her. In der Buhne gab es im Training schöne Zander und ein großer Hechting verloren. Ich hoffe, das Glück findet mich jetzt wieder und ich fange jetzt hier endlich einen richtigen Wertungsfisch. Der Crazy Swim Jig, das ist der Chatterbait von Savage Gear, hat im Training hier außerordentlich gut funktioniert. Es gab in kurzer Zeit gleich mehrere Fische und genau das ist es, was ich jetzt brauche. Also, weiter geht's. Alter, aber wieder so ein Zwergenzander. Ja, aber wieder so ein richtig schneller Bip. Mann. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits, ein Warenwert von über 200 € UVP, 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 € plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. So, jetzt versuchen wir noch mal hier einen Zander zu kriegen, nachdem wir eigentlich alles gefangen haben, was man hier sonst auch noch fangen könnte. Ich habe dafür jetzt mal ein bisschen was Leichteres gewählt, 7 Gramm, weil uns die Strömung ein bisschen entgegenkommt und ein relativ natürliches Design, weil ich hier schon ein paar Mal rüber gefischt habe mit einem recht aggressiv gefärbten Köder. Ich werde jetzt mal einen Köderwechsel vollziehen, beziehungsweise einen Farbwechsel, um genauer zu sein. Selber Köder, anderes Farbschema. Wasser ist sehr trüb, deswegen nehme ich auf jeden Fall sehr grelle UV-aktive Farben. Und beim Zanderangeln halte ich es eigentlich immer relativ simpel, was die Vibration des Köders angeht. Im Prinzip habe ich 3 verschiedene Ködertypen Vibrationen dabei. Das ist zum einen ein Köder, der wirklich sehr viel Druck macht, wie zum Beispiel hier den neuen Dexter 110. Der hat ein großes Paddel, der hat viel Volumen, der bewegt richtig Wasser. Dann habe ich so ein Zwischending dabei, wie den Slimshed, jetzt in Magic Slimshed, ein 5 Inch. Der hat auch ein Paddel, vibriert ein bisschen schneller, ein bisschen im Körper, aber nicht ganz so extrem wie der Dexter Shed. Und dann habe ich Köder dabei mit einem ganz, ganz kleinen Teller, wie hier der Magic Z-Shed von Ilex. Oder aber auch der Magic Finesse Shed, wenn ich den einen finde, da ist er, mit so einem ganz kleinen Teller. Und aus so einem
ja, Köder, der hochfrequent vibriert, aber doch nur einen ganz kleinen Teller hat, was nicht so viel Aktion ist, kann ich auch ganz schön No-Action-Chat machen. Gerade aus dem Magic Finesse-Chat hier hinten, da knipse ich einfach den Teller ab. Dann habe ich einfach nur einen Pintail und so habe ich meine 3 bis 4 Ködertypen dabei, meine 3 bis 4 verschiedene Vibrationen. Das muss man über den Tag so ein bisschen ausprobieren, was am besten funktioniert. Und ich nehme jetzt hier so ein Mittelding, fange ich mal an und hoffe damit einen Zander zu fangen. Der könnte knapp sein. Ja. Ein Barsch, aber ob der es packt, mal schauen, das könnte knapp werden. Bisschen nass machen. Der hat's. Haha, der hat's. Der hat's. 27. Super. Kein Riese, aber ein Barsch. Geil. Da ist der Köder ja fast genauso groß. Und weg ist er. Kein Monster, aber ein Fisch. So, weiter geht's. Oh, was? Jetzt. Oh, fuck. Ich bin in Wasser gefallen. Könnte meine Kescher nicht nehmen. Scheiße. 10 Minuten Strafe. Scheiße. Egal. Leute, auf der Popper, auf der Yo-Zuri Stickbait. Wahnsinn, Leute. Also ich bin ins Wasser gefallen. Der rechte Bein. Wollte eigentlich hintergreifen zum Kescher. Aber ja, ich kriege jetzt eine 10 Minuten Strafe, aber ich habe einen Barsch auf Topwater. Was ist diese gelbe? 33. Ja. 33? Ja. So, 33er Barsch auf Topwater. Yes! Oh, und er will weg. Er darf weg. Yes! Fast zeitgleich kommen 2 Barsche in die Wertung und auch wenn beide nicht riesig sind, haben sie durchaus Relevanz für die Wertung. Daniel, der beim Landen in den Graben tritt und den Fisch so beinahe noch verliert, bekommt zu den 33 cm 10 Extrapunkte, also insgesamt 76 weitere Zähler auf sein Board. Flo kann mit den 54 zusätzlichen Punkten sogar einen Tabellenplatz gut machen. Er überholt Jonas und ist jetzt Dritter. Für Ton steht derweil ein Spotwechsel an. Okay, we move. We are going to a spot which might produce a big perch. Then we fish that stretch with crankbaits. And then we have a little pike area where we try with a twitch again. So let's go. So far a really good day for me. Actually, I will start with a soft bait there. With a special, with one that not many people use them, but 7.5 centimeter slim on a stand-up jig. You can twitch them, really nice. Let's see if they like that on the big perch spot. I think they will. Ja Leute, ich hatte jetzt einen Abriss und für alle, die schnell am Wasser sein wollen, bietet Stroff so ein Spulensystem. Das gibt es als 3er und als 5er System. Das ist total genial. Da kriegt ihr bis 0,35 mm Schnur drauf. Und ihr könnt euch die Schnur beim Fischen dann einfach runterziehen, so viel wie ihr braucht. Und hier ist bereits ein Halter integriert, dass es auch nicht weiter runterläuft in der Tasche oder wenn es außen hängt. Und hier vorne ist ein kleines Cuttermesser, das die Schnur sofort durchschneidet. Und zack, habt ihr eure Vorfachmaterial, könnt neu anknoten und könnt gleich weiter fischen. Ja, nein! Nein! Scheiße. Schwanz weg. Das war ein schöner Biss, ich denke mal ein Zander. Hier ist ein ganz tiefes Loch, das ist hier ausgespült ohne Ende. Und im freien Fall hat sich gerade hier
wahrscheinlich ein Zander, so wie es aussah, den Köder geholt. Ah, Mist. Ist aber nicht hängen geblieben, war nur der Schwanz ab. Ah, Mist. Ah, nochmal will der nicht, schade. Oh, ah, fuck, it was a big pike. Wow. Oh, ich mach nochmal. He missed it. He totally missed it. Get ready. It was a very big pike. Leute, ein riesen Pike ist gerade auf den Köder gegangen. Leider hat er die nicht getroffen. Er hat komplett vorbeigeschossen. Ein riesen Pike. Aber auf jeden Fall so ein 90er Pike. Ist nicht weg, der Typ. Der Typ ist under here somewhere. Weil er hat gar nicht getroffen. Fuck. Jetzt. Ist wieder raufgegangen. Ist wieder raufgegangen. Yes! Mit der Hand gelandet. Yes! 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 Auf Topwater. Yes! Er war zu groß für die Kescher, die ich dabei habe. Und so habe ich ihn, thank Gott, geschafft, mit der Hand vernünftig zu landen. Yes! Das war die vorhin versucht hat zu beißen. Hat auf jeden Fall vorbeigebissen. Und jetzt ist er raufgegangen. Ich habe auch gesehen, dass das ein richtig guter Hecht war. Habe ihn auf den 90 geschätzt. Und ich denke, das ist ungefähr 90. Ah, ist mehr sogar. Wow. Auf den Ding wäre 105. Siehst du es? Never give up! So Leute, unglaublich. 1,5 Meter auf Topwater. 1,5 Meter auf Topwater. Das gibt's doch nicht. Oh, he wollte gehen. Yes! Boom! Unglaublich! My lucky choices, ich sag euch, die sind nicht das Schönste, aber die sind lucky. Yes! Das gibt's doch nicht, Mann. Über 5 Stunden kein Fisch. Yes! 1,5 Meter auf Topwater. Back in the game. Back in the game. Viel treffender kann man es nicht sagen. Nach 5 Stunden ohne Fisch kamen nun in kürzester Zeit ein kleiner Hecht, ein mittlerer Topwater-Barsch und nun ein Topwater-Hecht mit unglaublichen 105 Zentimetern an Land. Mit den 10 Extrapunkten kommt Daniel auf 115 Zähler für diesen Fang. Das ist ein neuer Rekord beim UFA YPC. Denn noch nie brachte ein einziger Fisch mehr Punkte. Mit dem Usuri-Pencil kämpft sich Daniel an der Oberfläche bis auf Platz 3 vor. Was sagen die Konkurrenten zu diesem Ausnahmefang? Uff. Ne. Daniel. Ach du Heilige Maria. Tja, der Daniel. Ach du Heilige. Ja, wie ich gerade erfahren, hat der gute Daniel einen Hecht gefangen auf Topwater mit 1,5 Meter.
Meterhecht auf Topwater. Also richtig, richtig geil. Also den freue ich mich schon selber nachher zu sehen. A topwater pike of 1,5 Meter. Absolut unglaublich. Ich freue mich sehr für ihn. Der hat sich's verdient. Der hat ziemlich hart Topwater gefischt die letzten Tage schon. Exzellenter Fisch. I think that's the biggest pike I know caught on topwater. Insane. Already 2 meter pikes in this day. That's totally crazy. Congrats, Daniel. That's worth a lot of points. Zusätzlich hat er auch noch einen Barsch rausgeholt und ist damit jetzt, ich weiß gar nicht genau, ich habe die Punkte nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall ist er jetzt gut dabei. Also er war ja lange abgeschlagen ohne Fisch und jetzt hat er, glaube ich, 3 Fische rausgehauen, 1,5 Meter auf Topwater. Also das ist, wie gesagt, das sieht man nicht alle Tage auf jeden Fall. Richtig stark, Daniel, super, ey. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben jetzt. Der Morgen war gar nicht so schlecht. Im Moment ist es so ein bisschen ruhig. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Den ganzen Fängen von den anderen momentan. Ich meine, ich habe zwar auch schon ein paar Fische, aber so ein Meterhecht wäre nicht schlecht. Wobei ich jetzt eigentlich erstmal lieber irgendwie einen Zander fangen würde. Weil der macht mir echt ein bisschen Bauchweh. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Topwater-Hecht, 1,5 Meter ist natürlich stark. Wirklich Wahnsinn. The highs and lows in so einem Turnier. Diese Turnierangel macht man wirklich emotional fertig. Ich habe euch auch gesagt, für die Interviews angeguckt haben, ich habe gesagt, mein größtes Learning eigentlich von den guten Anglern, mit wem ich alle zusammen geangelt habe, ist wirklich Glauben in dem Spot, Vertrauen in dem Spot und in dem Köder und das, was man macht. Und nicht zu schnell, sage ich mal, ja, in Panik geraten und neue Pläne schmieden und neue Sachen machen. Das ist natürlich viel, viel einfacher gesagt als getan. Und ich war echt am Grübeln nach den ersten 4 Stunden, gar kein Biss oder ein Biss und gar kein Fisch. 5 Stunden fast. Ich wollte eigentlich dann, oder ich habe überlegt, sage ich mal, dann zu meinem Polder zu fahren. Aber irgendwie, eine zweite Stimme in mir hat gesagt, nein, komm, zieh das einfach durch. Irgendwann würden die auch beißen. Alright, let's make a short move to a perch spot, I know. Not only perch, also zander. And let's see if we can catch one there. This spot was nothing, but as I told you before, it's a spot, it's go big or go home. There are some really big perch here, but today they didn't want to bite. So we swapped the spots. Ja, auf der Buhne waren jetzt 2 Fehlbisse, beziehungsweise ein verlorener Zander leider ist ausgestiegen. Wir fischen jetzt hier noch ein paar Buhnen, also ich fange jetzt hier vorne aber schon am Strand gleich an, weil ich da im Training ja auch Zander auf der vorderen Kante, auf dem flacheren gefangen habe. Mal gucken, mit Glück kommt vielleicht einer. I guess 61 multiplied with 1.3. So we have 405 points. It was a good guess. I made a guess 405. So it's good. In one day it's good. Just 1 pike and we complete the scoreboard. It's good. That's a fish. That's a big pike. Oh, what the fuck? It's an eel. Was zur Hölle? Ein Aal. Ich will den eigentlich gar nicht in meinen Kescher tun. He's biting into the net. What the f... Okay. Ja Leute, ich weiß nicht, ob es das im YPC schon mal gab. Ein Aal, der gebissen hat auf Gummifisch. Wahnsinn. Den schmeißen wir ganz schnell wieder rein.
Ja Leute, ich weiß echt nicht, ob das beim YPC schon mal vorkommt, dass jemand einen Aal gefangen hat. Also wir fangen heute irgendwie alle Fischarten, außer den gewollten Zander. Naja, mal schauen, ob wir jetzt hier auf den letzten Metern noch einen kriegen. Den Gummifisch, den wollte er haben, der Aal. So kann's laufen. Alright, so we arrived at the last spot. A spot where we can catch big sander and pike. Let's see if they are at home. Just the last spot, and we hope to catch, something. We will see what happens here. Wieso zum Teufel ist Daniel Batman? Ich bin ein Scheiß. Süßes oder Saures? Ab sofort feiern wir wieder Halloween bei hechtundbarsch.de. Das bedeutet für euch, dass ihr für nur 29,95 € ein Überraschungspaket mit einem Warenwert von 38 bis 330 € abstauben könnt. Wie jedes Jahr schenken wir 10% des Gewinns an die Royal Fishing Kinderhilfe. Und warum sehen wir eigentlich so bescheuert aus? Das ist so, weil wir dieses Jahr garantieren können, dass Halloween frosch- und fledermausfrei gefeiert wird. Viel Spaß beim Mitmachen. West Side is the best side. Lure-Lock. Robuste Angelboxen, entwickelt von Turnieranglern, hergestellt in den USA und besonders attraktiv für kleine Angelchaoten wie mich. Denn wenn ich mit einem Köder fertig bin und ihn zurück in meine Box packe, dann passiert es häufig, dass ich vergesse, entweder die Box überhaupt zuzuklappen oder sie nur so schließe. Und dann kommt es häufig zu einem unangenehmen Angelhakensalat in meiner Box. Ob das jetzt im Rucksack stattfindet oder auf dem Boot bei Wind und Welle. Es ist nicht selten, dass man am Ende am Rumfriemeln ist und seine Köder wieder voneinander befreien muss. Mit den Lure-Lock-Boxen, die Tech Logic Technology unten am Boden haben, das ist eine Gelflüssigkeit, die in den Boden eingegossen ist. Mit denen passiert das nicht, denn wie ihr seht, bleiben alle Köder an Ort und Stelle. Natürlich könnt ihr sie auch simpel wieder rauslösen. Es haftet kein Gel am Köder und das ist eine tolle Möglichkeit, den Hakensalaten ein Ende zu machen. Für alle, die ein ähnliches Problem haben wie ich, sollte das eine ganz interessante Sache sein. Schaut es euch einfach mal an. So, das hier ist definitiv mein letzter Spot für heute. Das ist ein All-In-Spot, wenn man so will. Also hier können alle 3 Fischarten kommen. Das ist jetzt noch meine große Hoffnung, dass ich irgendwie noch diesen rabenschwarzen Tag, für mich zumindest, noch positiv abhaken kann. Schauen wir mal, ob mir das noch gelingt. Ich brauche sowas wie ein kleines Angelwunder. Und das wäre schön, wenn das jetzt noch klappen würde. Nach vielen Stellenwechseln ist Christian nun also an seinem letzten Angelplatz angelangt. Auch Marc saß nochmal im Auto. Er möchte es zum Tagesabschluss nochmal auf seine Lieblingsfischart probieren. Ich habe die Entscheidung getroffen, das Zanderangeln bleiben zu lassen. Ich habe es irgendwie nicht so gefühlt da. Der Fluss ist nochmal super, aber die letzten Tage ging da schon eigentlich nichts, kann man sagen. Deshalb habe ich mich entschieden, nochmal an die Barstelle zu fahren von heute Morgen und versuche einfach hier jetzt noch einen Barsch zu fangen. Jetzt natürlich auch Hecht und Zander. Aber Barsch ist jetzt das Ziel und vielleicht habe ich ja das Glück und kann noch einen überlisten hier. Und dann hätte ich zumindest mal bis auf den Zander die Fischarten voll und dann steht morgen Zanderangeln auf dem Plan, also sowieso. Aber so ein schöner 40er Barsch wäre jetzt noch was Feines.
Fish. Sander. Quite a big one, I think. Oh, I'm not sure if it's regularly hooked, actually. It was a take, but it's outside of the gills, so it doesn't count. We have to be fair. That's not scoreable like this. All right, so small zander, but the spot delivers. It was too small anyway, and it was not regular hooked. Fish. Now it's regular hooked. Not a big one, but a fish. Actually feels like a perch, which is quite crazy. It's not a perch, I think, but the spot works. It's not a giant. Actually, it's a good one. Oh, it's a pikey. Yeah! We got a pike! What? I never expected this. And it's sizable. What a day. What a day. Full card. There we go. Oh, I'm so happy with this one. Ta-ta. It's a bit of a lucky shot. I have to tell you that. 54? Yep. I'm really happy with this small pike because we have a full card. Der war richtig. Really cool pikey. Full card for us. Really important after one day fishing. There he goes. Back to where he belongs. What a day. We fished a full card. We lost a bigger pike before on the crank, as you saw, but we finally got him. And the spot paid off. Let's do a few more casts here. Full Card. Ton hat neben Können, dem richtigen Equipment und guten Spots jetzt auch noch das Quäntchen Glück und fängt den fehlenden Wertungshecht am Zander-Spot. Damit hat er die 6 Wertungsfische bereits am ersten Tag beisammen. Daniel überrascht das nicht besonders. Ja, congrats an Ton. Sehr gute Leistung. Habe schon jetzt gerade mitbekommen, dass er auch den Full Card mittlerweile geschafft. Also echt sehr, sehr gut gefischt. Er war tatsächlich auch mein Tipp, für die Interviews gesehen hat. Er war mein Tipp, um den ganzen Turnier zu gewinnen. Also ich finde, er ist ein sehr, sehr starker Angler. Hat sich auch sehr, sehr hart und viel auf dieses Turnier vorbereitet. Es gibt noch ungefähr 25 Minuten und ich würde einfach weite Strecke machen und hoffen, dass ein Fisch noch rauf geht. Kann immer passieren, wie wir gesehen haben. The bait that brought the pike was also the bait where we caught the zander on and the big perch of 45, and it's a bull tease, 9.5 centimeter, in an aggressive color, but really works really well. It has a slow rolling action. Really good. See if we can catch another one on it. There's so much bait fish here. You saw the bite? What a bite. Just in front of the stones again. I should have hit it way harder. So much fish here. Crazy. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo ein Zander rumschwimmen, der Lust auf einen Gummifisch hat. Ah! Ah, schon wieder ein Biss. Das gibt's doch nicht. Ah, was ist denn das heute? Guck mal, die haben einen adoptiert. Adoption. Kanada-Gänse und eine Graugans. Ja, jetzt kommt gleich ein Boot raus. Deswegen kommt jetzt Action. Eigentlich ist das der Grund, warum hier gut ist. Normalerweise.
Heute ist gar nichts gut. Heute funktioniert einfach nichts. Absolut nichts. Oh! Gebrissener Brassen, oder? Oder Rapfen. Das war kein Zander. Das ist richtig nämlich. Guck mal den Schwall an. Jo. Oh nein. Ja, der ist eh zu klein. Also. Leider. Hier ist er. Ich will ihn einmal schnell auf die Scale legen. Ja, ist zu klein. 40. Jetzt packe ich schnell wieder rein, okay? 2 Zentimeter. Ja, ein kleiner Hecht, der hat aber auf jeden Fall das Maß. Ich komme einmal nach oben. Hat 56,5, bedeutet 57. So viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich will eigentlich noch einen Barsch fangen. Ein kleiner Hecht, aber immerhin ein Fisch. Oh, weiter geht's. So, ich wechsle wieder auf Schwarz. Macht ziemliche Rabatz an der Oberfläche. Bewegt sich extrem gut von links nach rechts. Dieser Walk the Dog Style. Natürlich hilft meine Feinmotorik auch. Aber ist auch eine sehr gute Köder. Wir wechseln jetzt nochmal auf einen Crankbait. Den werden wir jetzt hier die Kante entlang ziehen und hoffen, dass da nochmal ein Barsch oder vielleicht ein Zander drauf geht. Mal schauen, dass wir den so gefischt kriegen, dass der mit der Schaufel immer mal wieder die Steine oder den Sand berührt. Und den können wir quasi einfach dann mit herziehen und dann schauen, ob was geht. I'll try even lighter with 5 gram in full current. See if it brings us some fish. If it's possible to fish with. Fisch. Oh, was eine Bombe. Was eine Bombe, Alter. Extrem knapp gehakt. Yes! Yes! 10 Minuten habe ich noch, komm. Oh, was ein Fisch, Alter. Was eine Bombe. Das Quäl richtet es einfach. Immer, immer. Egal ob Winter oder Sommer, das Ding richtet es immer. Leute, schaut euch den Barsch an. Ich bin einfach happy. Scheiß auf Zanderangeln. Oh, was ein Ochse! 52. Mann.
mal den Nacken an, Mann. Was ein krasser Fisch. Er darf jetzt natürlich gleich wieder schwimmen. Oh, geil in dem klaren Wasser, wenn die abziehen. Ich habe einen Nachläufer vorher, ich habe noch 7 Minuten. Let's go. Wahnsinn! Der nächste Ausnahmefisch und was die Zentimeter betrifft, haben wir hier einen neuen YPC-Uferrekord. Mark hielt den Rekord mit 52 bereits selbst, doch der Fisch damals war 51,5 Zentimeter lang und kam durch Aufrunden auf 52, wohingegen dieser Barsch die vollen 52 Zentimeter misst. Wie dem auch sei, Mark macht seinem Ruf als Barschexperte wieder alle Ehre und die Gruppe C hat den nächsten Traumfisch auf dem Board. Wow, was ein Fisch, Leute. Er kam hier auf mein Deep Dive Squeal 67 in der Farbe Ayu. Ayu geht immer und Squeal geht auch immer, wenn es ins Barschangeln geht. Wie gesagt, wir sind an der ersten Stelle von heute Morgen als große Fische und ich hatte eben vor dem Fisch einen Nachläufer. Auch weit über 40 der Fisch. Ich glaube aber nicht, dass es der war. Und habe dann auf mein Crankbait dann Squeal drauf gemacht, weil ich den eben ein bisschen länger in der Strike-Zone stehen lassen kann. Hier dreht sich das Wasser so ein bisschen, hier ist die Spundwand, da geht das Wasser dagegen, dann gibt es hier so eine Kehrströmung. Hier sind die Baitfisch so ein bisschen im Problem, ziehen sich zwar da zurück, aber wenn ein Schiff vorbeizieht, zieht es die immer raus. Und so Plätze halten immer Raubfische, egal ob Barsch, Zander oder Hecht. Dass ich hier jetzt natürlich einen 52er fange, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich sag mal so, dagegen habe ich auch nichts. Das ist dein zweiter 52er im YPC. Junge. Ja, krass, ne? Der zweite 52er im YPC. Einer auf Topwater, andere jetzt auf ein Squeal. Aber immer auf Hardbait. Ich habe eigentlich auch noch meine richtig großen Fische alle auf Hardbait gefangen. Ach, geil. Hat sich doch gelohnt, hierher zu fahren. Oof! Insane. Mark had a 52 centimeter perch. Mark Peczowski. Ist nicht wahr. 52er Barsch von Mark. Again, he did it already before, 2 years ago I think it was, in YPC, and he just did it again. A perch of 52. Crazy. Congrats, Mark. Richtig geiler Fisch. Also sowas im Turnier zu fangen, ist natürlich Wahnsinn. That means he's quite dangerous because he has pike and perch, and he has good perch because he had 42 and now he has a 52. Das bringt dir auf jeden Fall ordentlich Punkte. Du hast auch eine super Leistung heute hingekriegt und ich würde übermorgen ein richtig harte Comeback hinlegen müssen. Richtig gut, also richtig geiler Fisch, also das muss man einfach sagen. Ton hat noch die Fullcard heute in den letzten 10 Minuten voll gemacht, also auch das richtig gut, wenn man überlegt. Keine Ahnung, es waren jetzt glaube ich 17 Wertungsfische ungefähr, die gefangen worden sind, 18, ich weiß es nicht genau. Und er davon 6, also jede Spezies dabei, richtig stark geangelt. Super Jungs. Ja, wir hören jetzt auf, wir sind durch und wir sehen uns dann hoffentlich morgen mit besseren Fischen. Ah, Zeit ist um. Oh. Ja, so ist das. Ja, Leute, ein erster schwieriger Tag geht zu Ende. Es hat, Leute, nur der zweite Teil vom Tag hat gut geklappt, also der zweite Teil vom Plan, besser gesagt. Der erste Teil war leider nichts, trotz weiter Anreise. Kein Barsch erwischt, einen kleinen Hecht verloren. Aber jetzt zumindest noch hier ein 80er Hecht gefangen, ein 44er Barsch, also von daher. Ich bin zufrieden für den ersten Tag, aber mit den Fängen der anderen muss ich mich am Mittwoch wirklich anstrengen. Pretty satisfying day for me. We have the full card, which is I think the hardest thing because the Zanders are really difficult to catch. And what a day. So many big fish has been caught. So overall I think it's a crazy day and I'm really happy that I have the full card. Now Wednesday we have to fish the second time and then I just go for one big pike. That's the plan. Erstmal dickes Petri an alle anderen. Alle anderen haben gut gefangen und ich habe als einziger echt schlecht gefangen.
Man muss auch zugeben, das Ganze muss ich erstmal verdauen. Also hätte ich mir einen Albtraumtag bauen können, dann wäre der genauso wie heute gewesen. Im Training an den Spots überall schöne Fische gefangen und ich dachte, heute fahre ich die Spots ab und dann kommen die Fische in Anführungsstrichen fast automatisch, dass man hier und da eine Stelle nicht funktioniert. Okay, das muss man einkalkulieren, aber dass einfach alles nicht funktioniert, in meinen kühnsten Albträumen hätte ich mir das nicht vorstellen können. Also ja, der Rapfen heute Morgen, der war ganz nett, aber bringt mich absolut nicht weiter. Und da muss ich einfach sagen, okay, ich habe die falsche Spotwahl definitiv getroffen. Alle anderen haben es besser gemacht und von daher Petri an euch. Ich muss jetzt erstmal meine Wunden lecken. Zum Glück haben wir morgen Tag Pause. Kann ich den Kopf frei kriegen, ein bisschen überlegen, was wäre der nächste richtige Schritt und dann brauche ich einfach am zweiten Wettkampftag einfach einen Tag, wo das komplette Gegenteil passiert, wo einfach absolut alles funktioniert, von Hecht, dicke Zander, dicke Barsche und Topwater. Ansonsten habe ich absolut keine Chance. Ich hoffe, ihr drückt mir trotzdem den Daumen und bis zur nächsten Folge. Leute, das war's. Mein Zander habe ich nicht gekriegt, habe es ja dann aber auch aufgegeben, habt ihr ja gesehen. Nicht nur, weil mir meine Jigger abgebrochen ist, ich habe es einfach nicht gespürt und wenn man es nicht spürt, ja, ist es auch nicht richtig. Ich glaube, die Entscheidung war, denke ich zumindest, ganz cool, hierher zu kommen. Auf jeden Fall habe ich einen Riesenfisch gefangen. Geil mit der leichten Route hier. Also es war mega cool. Die anderen haben auch richtig abgeliefert. Hohn, Daniel, Flo, egal wer, haben alle gut gefangen. Beim Christian lief es leider nicht so gut, aber ich denke, der wird morgen richtig loslegen. Von daher ist noch alles offen, aber ich habe jetzt schon mal ein paar gute Fische und hoffe, dass ich morgen den Zander bekomme. Der bereitet mir so ein bisschen, oder übermorgen, also in der nächsten Episode quasi, der bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich habe auf jeden Fall Zeit dafür und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ach, Timmy, das musst du auf lautlos aber haben während dem Dreh. Das war der Alarm jetzt. Ah, okay. Das war's. Tag 1 YouTube Predator Cup 2022. War echt ein Hard Days Fishing. Aber ein paar schöne Momente auf jeden Fall. Highs und Lows. Leute, das war's. Übermorgen greife ich sowas vom an. Da geht's auf Zander und hoffentlich auch auf große Hechte. Bis bald und tschüss. Tag 1 der Gruppe C ist Geschichte und das Betrachten des Scoreboards macht Lust auf mehr. Wir durften heute nicht nur 2 Meterhechte, 5 Ü40er Barsche und einen Ü50er Barsch bestaunen. Es bleibt auch richtig spannend. Ton hat bis auf den recht kleinen Hecht keine Schwachstelle im Board und natürlich ist auch Mark, dem der Zander fehlt, mit seinen großen Barschen sehr gut dabei. Doch auch Daniel, Jonas und Flo haben sehr wertvolle Fische in die Wertung einbringen können und haben gute Chancen aufs Weiterkommen. Für Christian wird die Mission für den zweiten Tag natürlich denkbar schwer. Wie es in Gruppe C weitergeht, erfahrt ihr in 3 Wochen, denn nächsten und übernächsten Sonntag zeigen wir euch zunächst die Gruppe D, in der Enrico Di Ventura, Patrick Marabel, Malte Gatz, Ewart Ostam, Paolo Baraggioli und Markus Eule die Köder werfen werden, was das Zeug hält, um sich für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Wie immer freuen wir uns über Likes, Kommentare, neue Abonnenten und Supportkäufe in unserer YPC-Kategorie. Macht's gut!